Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Goldwasch-Folge auf meinem Kanal. Wir haben jetzt Spätwinter oder Vorfrühling, je nachdem wie man es nimmt, Anfang März. Es ist ein herrlicher Tag. Ich bin mal wieder an meinem Lieblingsbach. Ich hoffe natürlich, dass wir ordentlich Goldfunde machen und möchte mir dazu eine Kurve ansehen, die ich mir schon lange mal überlegt habe auszuprobieren. Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen. Das schauen wir uns jetzt heute mal an. Und dann sehen wir uns gleich wieder am Bach. Wir sind am Bach angekommen. Das ist diese Kurve hier, die mich interessiert. Also quasi eine Links-Rechts-Kurve. Hier war ich noch nie. Das habe ich gleich mal entdeckt. Hier ist Bedrock. Könnte auch mal interessant sein oder ist auf jeden Fall interessant, aber ich vermute, der Bach hier ist nicht jungfräulich, den kennen offensichtlich mehrere. Ich sehe immer wieder Löcher. Ich denke, dass die ausgekratzt sind, aber antesten werden wir es mal. Vielleicht hier, direkt hier drin. Dann denke ich mir, da wo ich mein Zeug jetzt hier abgelegt habe, hier werden wir es auch probieren. Ich schaue mal, ob ich meine Rinne da setzen kann, wo es ein bisschen mehr strömt. Vielleicht klappt es auch hier innen. Da werde ich jetzt ein bisschen ausprobieren. Und wenn alles vorbereitet ist und es was zu zeigen gibt, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, ich zeige euch jetzt mal, warum es hier schon eine Herausforderung wird, was zu finden, weil wie gesagt, der Bach ist nicht unbekannt. Die A-Stellen, die man sich so aussuchen würde, ich meine, hier kommt die Innenkurve runter, da wurde hier gebuddelt. Auf der anderen Seite, wo die Kurve losgeht, ist hier ein altes Loch. Wenn wir hier mal ein bisschen weiter schauen, könnte man ja vielleicht auf die Idee kommen, hinter diesem Baum hier zu suchen. Wurde aber schon gemacht, sowohl hier als auch hier in der Böschung, was man nicht tun sollte. Hier ist ein altes Loch. Ja, und deswegen müssen wir jetzt mal gucken, dass wir auf interessante B-Stellen gehen. Die gibt es ja auch. Mal schauen, was die erste B-Stelle sagt. Schon was freigespült ist. Ah ja, schaut mal. Hier ist ein sehr schönes Stück. Dahinter ist auch noch ein kleines. Dann gucken wir mal weiter. Lieber zur Strömung hinstellen. Ja,
man nicht gegen die Strömung auswäscht. Das hier, das ist Hämatit, schweres Zeug. Black Sand gibt es an dem Bach sowieso ziemlich viel. Also hier ist ein ganz winziges, aber das kann man eigentlich nicht wirklich werten. Für diesen Bach ist das gar nichts. Vielleicht wechseln wir doch gleich mal die Stelle. So, ich möchte auf jeden Fall mal diese Stelle hier ausprobieren. Wir haben hier ein Stückchen Bedrock und darunter eine sogenannte, ja, so eine Spalte. Jetzt will ich doch mal gucken, ist zwar ein bisschen tiefer hier, aber jetzt will ich mal schauen, ob ich da ein bisschen was raussaugen kann. Wahrscheinlich ist sie schon sauber gemacht worden, aber schaden kann es ja nicht. So Freunde, ich habe leider einen Stein, der in der Pumpe festklemmt, einfach nicht rausgebracht und auch nichts dabei, womit ich den jetzt rausbefördern kann. Jetzt muss ich das mit der Spalte leider sein lassen, was schade ist, weil ich habe ja gerade erst angefangen gehabt und immerhin, ich habe dann auch gleich mal das ausgewaschen, ja, hier und hier 2 kleine Flitter. Also wenn ich da ein bisschen das auskratzen hätte können, wäre sicherlich noch ein bisschen mehr gegangen. Vielleicht fällt mir noch was im Verlauf des Ausflugs ein, aber ich will meine Zeit jetzt auch hier nutzen und dann müssen wir sie uns halt fürs nächste Mal aufheben. So, der zweite Eimer ist fertig. Erstes Loch, zweites Loch daneben. Als nächstes will ich mal hier hinter diesem leichten Grasbewuchs gucken. Ich weiß nicht, wie stark hier die Flut ist, also wenn der Bach Hochwasser führt. Ich meine schon, dass es bis hier so kommt, bis zu diesem Baumstamm. Sieht hier so aus, weil hier gibt es jede Menge so Sandanhäufungen. Also wäre hier durchaus eine Möglichkeit. Schaut mal, diesen Stein hier finde ich hochinteressant. Man sieht richtig schön die verschiedenen Schichtungen. Jetzt mache ich mich mal, gebe ich das Material mal in die Rinne und dann sehen wir uns gleich wieder. So, mein drittes Loch ist gebuddelt. Ich habe das Gefühl, alle 3 waren ungefähr ähnlich. Das Genaue können wir uns das natürlich erst anschauen, wenn wir auswaschen. Ich mache jetzt noch einen Eimer, dann wasche ich aus und dann geht der Tag auch schon wieder zu Ende, leider.
Man sieht hier schon, ein paar Flitterchen haben sich verfangen. Aber ich bin weiterhin auf der Suche nach einer ähnlich tollen Stelle. Das ist ja das Spannende auch bei den Bächen, an denen man erfolgreich ist. Man muss einfach die Stellen finden, wo sich das Gold konzentriert hat. So, der Rest vom Konzentrat ist dran. Schauen wir mal, was wir noch entdecken. So. Ich finde, das ist ein schönes Ergebnis, sehr, sehr viel sehr feines, kleines Gold. Aber ich habe auch schon bei den ersten beiden Auswärschen einiges in meine Bottle bringen können. Zu Hause sehen wir uns dann noch das ganze Ergebnis an. Sehr schön. So, liebe Freunde, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Dann auf jeden Fall, denke ich, im Frühling. Ich freue mich schon auf viele weitere Ausflüge mit euch. Bis dahin bleibt gesund, macht's es gut und ciao.